Hallo zusammen. In diesem Video erzähle ich euch von diesem Wunder. Das ist der Akkustaubsauger Shunzhao Z1 Pro von Xiaomi. Jetzt packen wir ihn aus, schauen, was drin ist und wie dieses Wunder funktioniert. Er kam in so einem Karton an. Er hat auf dem Postweg etwas gelitten, aber im Grunde ist das noch nicht so schlimm. Manchmal kommt es noch schlimmer. Aber innen ist er unversehrt. Hier gibt es noch so eine Konstruktion aus festem Karton. Deshalb hat er den Transport überstanden. Im Lieferumfang ist eine Anleitung enthalten. Sie ist auf der einen Seite auf Chinesisch, auf der anderen Seite auf Englisch. Hier sind die Eigenschaften des Staubsaugers, sein Lieferumfang und die Bedienung beschrieben. Wer Interesse hat, kann die Anleitung mit Google übersetzen. Aber eigentlich ist hier alles auch ohne Anleitung klar. Als nächstes kommt der Staubsauger selbst. So einer in Folie verpackt. Er hat ein exklusives Design. Das heißt, wenn Sie nach dem Putzen einen normalen Staubsauger irgendwo aus den Augen schaffen müssen, dann kann dieser hier im Prinzip auf ein Regal gestellt werden. Und er wird aussehen wie eine Bordeaux-Flasche von 1978 und Ihr Regal schmücken. Unten haben wir so einen Becher. Wir brauchen ihn, damit der Staubsauger ordentlich abgestellt werden kann. Auch wenn etwas Staub von hier herausfällt, dann fällt er in den Becher. Und dann kann man ihn einfach in den Mülleimer leeren. Der Staubsauger hat eine ovale Form. Deshalb gibt es hier Markierungen zum Schließen. Das heißt, das Gehäuse des Staubsaugers, also seine Teile, lassen sich nicht in jeder Position schließen, weil die Form oval ist und es muss genau übereinstimmen. Hier haben wir die Markierungen zum Schließen. Am Gehäuse des Staubsaugers befinden sich zwei Tasten. Eine Taste ist zum Ein- und Ausschalten sowie zum Umschalten der Modi. Es gibt zwei Betriebsmodi, Normalmodus und Turbomodus. Der Turbomodus schaltet den Motor auf Maximum, was eine maximale Saugleistung gewährleistet. Aber in diesem Modus arbeitet er maximal 10 Minuten. Im normalen Modus reicht die Akkuladung für bis zu 30 Minuten. Und der zweite Knopf ist zum Einschalten der LED-Beleuchtung. Hier befindet sich die LED. Man kann sie ein- und ausschalten. Wenn Sie an schwer zugänglichen, dunklen Stellen reinigen, zum Beispiel unter einem Autositz, können Sie die Beleuchtung einschalten und leuchten, um zu sehen, ob Sie dort alles gereinigt haben. Der Staubsauger wird über einen Typ-C-Anschluss geladen. Das heißt, man kann ihn mit einem handelsüblichen Handyladegerät aufladen. Der Staubsauger wird über einen Typ-C-Anschluss geladen. Ein Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Es ist 1 Meter lang, ein gewöhnliches Kabel, auf der einen Seite USB-A, auf der anderen Seite Type-C. Wir laden ihn genauso auf wie ein Mobiltelefon. Als nächstes haben wir das Zubehör. Es gibt noch zwei Aufsätze. Eine schmale Bürste, so eine, die aufgesetzt wird hier und einrastet. Und hier kann man sie einfach so mit dem Plastikrand verwenden und man kann diese Bürste verschieben, dann hat sie Borsten. Das heißt, wie es Ihnen passt. Sie wird einfach mit einem Riegel umgeschaltet und fixiert. Natürlich, wenn man drückt, muss man die Bürste korrigieren. Wenn man zu stark drückt, ist der Riegel bei uns etwas schwach, er verschiebt sich. Man muss drücken, aber mit Maß. Das ist unsere schmale Bürste und es gibt eine normale Bürste. Diese wird ebenfalls aufgesetzt, rastet ein und man kann bereits größere Flächen reinigen. Das heißt, dort wird es sauber sein. Auch Autoteppiche saugen. Dafür braucht man diese breite Bürste. Hier haben wir innen einen Behälter für Müll. Dort ist angegeben, dass etwa bis zu 100 Gramm Müll hineinpasst. Wir ziehen an diesem Ring. Dann öffnet sich der Filter. Filter sind auch als Ersatz erhältlich, aber sie sind nicht billig. Einen Link zu den Filtern, ich werde es in der Beschreibung hinterlassen. Ich habe den günstigsten Preis auf AliExpress gefunden. Wenn jemand sie braucht, kann er sie bestellen. Er besteht aus zwei Teilen, einem Netzfilter und einem HEPA-Filter. Der HEPA-Filter ist waschbar. Im Prinzip ist er so wie ein eher plastischer gemacht. Das heißt, ohne Fasern lässt er sich gut waschen. Ich empfehle ihn einfach, wenn Sie einen Autokompressor haben, dann blase ich ihn zum Beispiel in der Garage einfach mit dem Kompressor durch und er wird sauber. In die entgegengesetzte Richtung fliegt der ganze Staub heraus. So rastet er mit einer halben Drehung ein und wird wieder eingesetzt. Jetzt lassen Sie uns ihn starten. Wir überprüfen die Saugkraft. Im ersten Modus werde ich versuchen, zum Beispiel, ob er ein Telefon anheben kann. Das Telefon wiegt 200 Gramm. Er saugt es mit Leichtigkeit an und hebt es hoch. Im zweiten Modus habe ich eine Powerbank ausprobiert. Meine Powerbank ist von Python. Sie wiegt 470 Gramm, fast ein halbes Kilo. Im ersten Modus kann er es natürlich nicht anheben.
Aber wenn ich den Turbo-Modus einschalte, eine solche Leistung könnten Staubsauger beneiden, die an eine 220-Volt-Steckdose angeschlossen werden. Und selbst die haben nicht immer eine solche Saugkraft. Natürlich wird der Staubsauger in diesem Modus mit dem Akku nur 10 Minuten lang arbeiten. Wenn man lokale Verschmutzungen entfernen muss, reicht diese Zeit im Prinzip aus. Generell habe ich ihn für bestimmte lokale Reinigungsarbeiten gekauft. Zum Beispiel wird die Bodenreinigung bei uns von einem Saugroboter erledigt und er hält den Boden seit vielen Jahren problemlos sauber. Er reinigt alles. Aber es gibt Orte, an die er nicht herankommt. Zum Beispiel, um das Sofa zu reinigen. Das heißt, wenn es Krümel oder Schmutzpartikel gibt, ist der Handstaubsauger hervorragend geeignet, um den großen Staubsauger nicht auspacken zu müssen. Auch wenn Ihnen etwas in der Küche heruntergefallen ist es mit einem solchen Staubsauger praktisch, die Verschmutzungen schnell zu beseitigen, um den Schmutz nicht im ganzen Haus zu verteilen. Auch mit einem Handstaubsauger ist es sehr bequem, die Treppe zu saugen, denn einen schweren kabelgebundenen Staubsauger die Stufen hochzuschleppen, ist unpraktisch. Mit dem Handstaubsauger kann man aber sehr schnell die Stufen in Ordnung bringen. Alle schwer zugänglichen Stellen saugen und das dauert nur wenige Minuten. Und natürlich wird dieser Staubsauger die Autoreinigung hervorragend meistern. Deshalb kann ich dieses Modell bedenkenlos empfehlen. Den Link dazu und zu den Filtern werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.